Eines Tages brachte Frank einen fast 2 Meter großen, kräftigen Araber mit. Saud, ein echter Prinz, der direkt mit dem Königshaus verwandt war. Er hatte teigige, helle Haut und wie fast alle Araber, die ich bisher kennengelernt hatte, einen weichen Händedruck. Ein überaus sympathischer junger Mann, der von nun an regelmäßig zu Besuch kam. Ich wunderte mich immer wieder über Franks Einfühlungsvermögen. Er hatte eine unglaubliche Art, mit Arabern umzugehen. Und egal in welchem Land und auf welcher Baustelle wir auch waren, er fand immer einen arabischen Freund. Als Konstantin Ende November ein Jahr alt wurde, feierten wir ein großes Fest. Es kamen viele Mütter mit ihren Kindern zum Gratulieren. Als Frank gegen Abend nach Hause kam, brachte er Saud mit, der mir einen großen Korb mit duftenden Rosenköpfen schenkte. Und für Talal gab es jede Menge Geschenke auch. Kurz bevor er sich verabschiedete, lud er mich ein, am Tag darauf seine Mutter und Geschwister kennenzulernen. Als ich am nächsten Abend das Frauenhaus betrat, war der Wohlstand, der hier herrschte, nicht zu übersehen. Die Wohnungseinrichtung war vom Allerfeinsten. Allein die Teppiche mussten ein Vermögen wert sein. Saud war der älteste von 12 Geschwistern und hatte in Amerika studiert. Seine Mutter begrüßte mich herzlich und strahlte mit ihrem aristokratischen, schmalen Gesicht eine gewisse Eleganz aus. Sie hatte hohe Wangenknochen, olivfarbene Haut und kohlpechschwarze Augen, die mich neugierig musterten. Sie sah ein bisschen wie ein Vogel aus. Mutter und Töchter sprachen kein Englisch, wohingegen Sauds kleine Brüder die Sprache schon gut beherrschten. Nachdem ich mich auf einen der niedrigen Brokatsessel gesetzt hatte, zeigte mir Sauds Mutter stolz ihre Porzellanzähne, die sie bei ihrer letzten Reise nach Amerika hatte anfertigen lassen. Konstantin wurde geküsst und herumgetragen, was ihm überhaupt nicht gefiel. Er schrie wie am Spieß und versuchte, sich mit aller Gewalt gegen die Zärtlichkeiten zu wehren. Aber das störte die Araberin nicht. Sie überhäuften den Jungen mit Geschenken, zwängten ihn in einen winzigen Kaftan und stülpten ihm ein weißes Mützchen aus Spitze auf den Kopf. Dabei schneizten sie mit der Zunge und gaben allerlei seltsame Geräusche von sich. Ich atmete auf, als Saud schließlich zur Tür hereinkam und uns erlöste. Während ich mich verabschiedete, veränderte sich die Stimmung schlagartig. Zwischen Mutter und Sohn entbrannte mit einem Mal ein heftiger Wortwechsel. Ihre dunklen Augen funkelten, und während sie mir böse Blicke zuwarf, zischte sie mehrmals hintereinander Musch Gfoyes, Musch Gfoyes. Unsicher schaute ich Saud an, aber der lachte leise vor sich hin und schob mich zur Tür hinaus. Und draußen erklärte er mir, dass seine Mutter ihn gefragt habe, wie viele Kinder ich denn hätte. Und als er gesagt hatte, nur Talal, wurde sie sauer und böse. Weißt du, meinte er, hier bei uns ist das absolut unbegreiflich. Eine arabische Mutter hat niemals nur ein Kind. Erst wenn sie mehreren Kindern das Leben geschenkt hat, dann ist sie erst eine richtige Mutter. Was anderes zählt gar nicht. Das Gespräch machte mich ein bisschen traurig, denn ich wünschte mir noch weitere Kinder, aber ich wusste auch genau, dass ich damit noch warten musste, bis Konstantin älter und ich wieder voll belastbar war. Ich verdrängte meinen Kummer, und als ich am nächsten Tag Saud zusammen mit anderen königlichen Verwandten im Fernsehen bewundern konnte, war ich sehr stolz, dass er mit uns befreundet war. Obwohl ich nie wieder von seiner Mutter nach Hause eingeladen wurde, besuchte uns Saud fast täglich. Er war ein vorbildlicher Muslim. Er trank keinen Alkohol, aß nur reines Fleisch, hielt seine Gebetszeiten ein und benahm sich mir gegenüber wie ein Gentleman. Darum war ich mehr als überrascht, als ich Frank und Saud eines Abends im Wohnzimmer sitzen sah und die beiden zusammen Haschisch rauchten. Aber auf meinen erstaunten Blick meinte Saud lachend: ein Laster muss der Mensch hier haben. Liebe Follower, dank euch wächst der Kanal stetig. Wir haben mittlerweile sogar Zuhörer aus der ganzen Welt. Nur mit den Abos hapert das noch etwas. Dabei kosten die ja nichts. Und den Daumen hoch ist auch ganz wichtig. Wir hören uns. Bis bald.